Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Case Study aus der Serie Wir machen operative Exzellenz digital. So, heute betrachten wir einen realen Use Case, der die gesamte Branche bewegt. Es geht um den Smart Meter Rollout in Deutschland. So, wir haben diesen Prozess für einen Messstellenbetreiber methodisch optimiert und auch digitalisiert. Es geht hier nicht um eine Software-Einführung, sondern um die Frage, wie skaliert man ein physisches Rollout-Projekt unter hohem regulatorischen Druck, ohne dass die Fehlerkosten die Marge auffressen. So, was ist konkret die Herausforderung hier bei diesem Use Case? Wie wir wissen, der Smart Meter Rollout in Deutschland ist kein klassisches IT-Projekt, sondern es ist eine logistische und auch regulatorische Mammutaufgabe. So, die Herausforderungen sind sehr spezifisch. Zum einen haben wir hohen Druck, was die Fristen betrifft. Durch die MSBG-Novelle und die Vorgaben der Bundesnetzagentur müssen Quoten strikt eingehalten werden. Bedeutet, wer nicht liefert, riskiert Sanktionen. So, zweitens haben wir die Komplexität vor Ort. Wir treffen auf veraltete Zählerschränke, fehlende Mobilfunkempfang für das Gateway oder schlicht Kunden, die nicht anzutreffen sind. Drittens, das Datenchaos. Meistens hängen die operativen Daten in Excel-Listen fest, während das ERP-System blind für das ist, was draußen im Feld passiert. Das Ergebnis ist hohe Zweitanfahrtsquoten und eine massive Fehlerquote in der Dokumentation, die das Backoffice erst Wochen später bemerkt. So, das ist die klassische Definition von Verschwendung. Unser Lösungsansatz basiert auf der methodischen Trennung. Das ERP-System bleibt das System of Record, also der Ort für die Stammdaten. Aber für die tägliche Arbeit brauchen wir ein System of Work. Wir haben den Prozess nach Six Sigma-Prinzipien entkoppelt. So, zum einen haben wir Identifikation von CTQs. Was ist kritisch für die Qualität? Ein korrekter Zeitstempel, das Foto vom Zählerstand und die verifizierte Seriennummer. Dann haben wir eine ID-Logik. Wir verknüpfen jeden Case, also den Pflichteinbau, fest mit einer Work-Order und dem physischen Asset. Und nur so entsteht ein lückenloser Audit Trail, den das BSI fordert. In der Umsetzung nutzen wir Monday.com als zentrales Nervensystem. Anstatt Informationen per Mail oder Telefon zu jagen, haben wir einen Single Point of Truth geschaffen. So, wir orchestrieren den Workflow von der Disposition über das Lager bis zum Techniker. Jedes Teammitglied sieht nur das, was es für seine Rolle braucht. Und das Wichtigste ist, wir haben Quality Gates eingebaut. Das System lässt keinen Techniker den Auftrag abschließen, wenn die Pflichtdokumentation nicht plausibel ist. Wir fangen den Fehler dort ab, wo er entsteht, im Keller, beim Kunden, nicht erst Monate später bei der Abrechnung. Also was bringt uns dieser Ansatz in der Realität? Erstens, die First-Time-Right-Quote steigt signifikant. So, wenn der Techniker weiß, dass das Material im Auto ist und der Zugang geklärt wurde, reduziert das die Kosten pro Zählerpunkt massiv. Zweitens, wir senken die Rework-Rate. Durch die automatisierte Prüfung der Dokumentation am Point of Service eliminieren die Rückläufer im Backoffice fast vollständig. Drittens, Echtzeittransparenz. Das Management sieht die Rollout-Quote nicht erst im Monatsbericht, sondern auf Knopfdruck im Live-Dashboard. Das ist operative Exzellenz. Ja, zusammengefasst lässt sich sagen, die Digitalisierung des Rollouts ist kein Selbstzweck. Sie ist die notwendige Antwort auf die steigende Komplexität und den Fachkräftemangel in der Energiebranche. Expertise bedeutet hier, Methodik und Technologie so zu verheiraten, dass der Prozess stabil skaliert. Also, im nächsten Teil schauen wir uns nun direkt im System an, wie wir diese Theorie in Monday.com zum Leben erweckt haben. So, nachdem wir uns jetzt gerade die strategische Ebene und die Herausforderungen im Smart Meter Rollout angesehen haben, gehen wir jetzt mal direkt ins System. Ich zeige Ihnen jetzt, wie wir die Theorie von Six Sigma und den Quality Gates in Monday.com umgesetzt haben. So, starten wir mit dem ersten Board. Das sind die Rollout Cases. Das ist quasi das Herzstück des Ganzen. Hier sehen wir die 10 Cases, die hier aktuell bearbeitet werden in dem Board. Jedem Case sind verschiedene Work Orders zugeordnet. Die schauen wir uns später in dem Work Order Board an. Wir können sehen, wie oft der Techniker schon angereist ist, um den Case zu schließen. Entsprechend, wenn mehrmalige Anreisen notwendig waren, wird hier automatisch ein Defekt gezeigt. Das ist wichtig. In diesem Falle auch im Sinne von Six Sigma. Wir identifizieren hier automatisch Verschwendung im Prozess. So, dann gehen wir in die einzelnen Ansichten dieses Boards rein. Wir haben auf der einen Seite eine Kanban-Ansicht, wo wir die Stati entsprechend verändern können uns den Case komplett anschauen und bei Bedarf zum Beispiel auch in andere
Stati versetzen. Wir haben verschiedene Filter hier. Hier haben wir zum Beispiel eine Filteransicht, die uns chronologisch durch die ganzen Cases führt. Wir haben eine Ansicht für geblockte Items. Wir haben eine Ansicht von Defects und wir haben auch eine Kartenansicht hier, die teilweise sehr praktisch sein kann, wenn wir eine Vielzahl von Cases haben. Hier sind es ja in der Tat nur 10. Trotzdem interessante Ansicht. Wir können hier jeweils in den jeweiligen Case gehen und können uns das Item dann anschauen. So, es geht weiter mit den Work Orders. Diese sind, wie gesagt, den jeweiligen Cases zugeordnet. Wir haben die Statusleiste hier, welche verschiedene Automationen beinhaltet. Bedeutet am Beispiel scheduled. Es kann nur gescheduled werden, wenn der Materialstatus entsprechend positiv ist. Bedeutet die Assets, die der Work Order hinterlegt sind, die müssen auch vorhanden sein. So, wenn wir hier weiter rüber scrollen, sehen wir zum Beispiel eine Spalte Fotoprotokoll. Hier kann der Techniker, wenn er die mobile App vor Ort nutzt, beim Kunden Fotos in Echtzeit hochladen und wenn nötig auch den Case dokumentieren. Wenn wir in die verschiedenen Ansichten reingehen, haben wir hier zum Beispiel eine Kalenderansicht. Wir sehen auf den Workload der jeweiligen Techniker beziehungsweise der Workload, der in den jeweiligen Kalenderwochen eben anfällt. Wir haben auch hier eine Kanban-Ansicht, mit der man arbeiten kann. Wir haben eine Filteransicht für die geblockten Work Orders und die Work Orders, für die noch die Planung aussteht. In dem QS and Document Check Board sehen wir quasi das Herzstück unserer Qualitätssicherung. Bevor ein Fall zurück an das ERP zur Abrechnung gemeldet wird, muss er durch dieses Gate. So, wir prüfen hier also, sind die Fotos vom Zählerstand scharf? Ist das Inbetriebssetzungsprotokoll vollständig? Also erst wenn der QA auf Approved klickt, triggert eine Automation den Abschluss des gesamten Cases. Das ist die Prävention von Fehlern statt späterer Korrektur. So, hier sind wir in dem Assets and Material Board. Für die BSI-Konformität brauchen wir einen lückenlosen Nachweis. Also hier tracken wir die Gateways und Zähler mit ihren Seriennummern. Jedes Asset ist fest mit einer Work Order verknüpft. So wissen wir auch nach 5 Jahren noch genau, welcher Techniker hat welches Gerät an welchem Tag in welchem Keller verbaut. So, das Ressourcenboard bietet uns eine sehr gute Übersicht über unsere verfügbaren Mitarbeiter. Wir haben hier sowohl interne Ressourcen als auch Subcontractors gelistet. Wir können sehen, zu welche Rolle oder zu welchem Team sie gehören, welche Skills sie haben, in der Form, dass sie bestimmte Schulungen oder Zertifikate haben. Wir sehen auch, wann diese Zertifikate entsprechend auslaufen, dass wir dort einsteuern können. Wir sehen die Kapazität, die der jeweilige Techniker pro Tag hat und auch welche Work Orders dem Techniker aktuell zugeordnet sind. Des Weiteren sehen wir hier auch einen Status über seine Aktivität, ob er außer Haus ist oder inaktiv. Kommen wir zu dem Management Cockpit. Hier sind alle relevanten Informationen für das Management transparent dargestellt und sehr kompakt. Wir sehen hier zum Beispiel einen Chart, in dem der aktuelle Auftragsstatus mit seinem Erfüllungsgrad gezeigt wird. Wir haben die Techniker mit ihrer Auslastung. Wenn wir hier drauf gehen, können wir uns auch die verschiedenen Work Orders, die den Technikern zugeordnet sind, direkt anschauen. Wir sehen hier ausgewählte Cases, die zum Beispiel ein Defekt haben oder blockiert sind oder eine Nacharbeit bedürfen. Des Weiteren sehen wir hier Kennzahlen, die für den Manager relevant sind, wie die totalen Cases, die Work Orders, die aktuell im Cycle sind, welche Work Orders aktuell überfällig sind und die jeweiligen Defektraten. Ja, das Board kann natürlich für beliebige Zwecke angepasst werden und natürlich auch für die Bedürfnisse jedes Management-Levels individuell konfiguriert werden. Operative Exzellenz bedeutet, Technologie so einzusetzen, dass sie den Menschen führt und Fehler proaktiv vermeidet. Wenn Sie spezielle Fragen, Anregungen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge oder Automationen haben, die Sie gerne noch in diesem Use Case hier sehen wollen, schreiben Sie es gerne in die Videokommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und denken Sie daran, wir machen operative Exzellenz digital. Bis zum nächsten Mal.